Und da geht's los. Weiter ging's mit 40 Minuten Verspätung in Hannover angekommen. Anschlusszug letztendlich gekriegt und jetzt geht's nach Lüneburg. Lüneburg. Vorbereitung, Wettkampfvorbereitung. Ja. Nicht lachen, ne? Das ist die Henkersmahlzeit. Bald geht's los. Das ist die Ruhe vor dem Sturm. Die Ruhe vor dem Sturm, ne? Konzentrationsphase 1. Ultra Tortugas auf dem Weg zu den ersten 100. Lüneburg, Ultralauf. Was ist die Strategie? Ja, also es soll jetzt sehr heiß werden. Ja? Ich würde schon die kühleren Temperaturen nutzen, ein bisschen Strecke zu machen, aber auf jeden Fall mit Sicherheit angehen. Sehr gut. Und du? Und deine, Sebastian? Ich bin der Muckel für alles andere. Das ist super lieb. Ich bin hier der Packesel. 5, 4, 3, 2, 1, los! Also 6 Kilometer gelaufen. Matthias hat sich zur Ausreißjagd entschlossen. Ja, geht einen guten Moment durch den Wald. So schön. Ich laufe immer mit Tempo ungefähr 6,30 pro Kilometer. Schauen wir mal an. Wir haben jetzt Kilometer 12. Das war jetzt knapp ein 55er Schnitt. Puls ist schon ein bisschen hoch, aber fühlt sich locker an. Mal sehen, schon ziemlich warm, aber cool. Stellt man sich doch die Frage, warum macht man das? Ja, eigentlich hat mir nichts mehr zu beweisen. Und für mich geht es eigentlich darum, aus den Herausforderungen zu lernen und auch die Herausforderungen zu genießen. Da steht Basti. Das kann aber nur eine zum Auffüllen, ne? Ja. Da kommt die erste Verpflegungsstelle. Da ist Sebastian. Flaschen austauschen. 1. Paket. Das ist das. Wie geht's? Wo ist unser metabolisches, metabolisches Monster? Ne, links muss die ran. Viertelstunde. Meine erste kleine Krise oder Arbeitseinsatz ist geschafft. Arminghausen hoch war doch ein bisschen schwerer als gedacht. Aber jetzt rollt's wieder. Also, weiter geht's. Wupsige! Ja, wir sind jetzt bei 3 Stunden 20. Also am Anfang hatten wir ja geplant, dass es vielleicht ein Drittel sein könnte von der Zeit. Aber vergiss es, ist viel zu warm. Ich habe so ein bisschen meinen Trott gefunden. Der Puls ist eigentlich zu hoch. Was soll man machen? Es ist warm, ne? So ein bisschen durchbeißen. An der linken Wade habe ich das Gefühl, dass vielleicht Krämpfe kommen könnten. Das war beim Rennsteiglauf auch so. Und am Ende ging es gut. Na, einfach weiterrennen und gucken, wie es geht. Bis später. Oh, geht gar nicht so richtig gut. Es ist müttrig warm. Krieg fast den Puls nicht mehr runter. Und ja, jetzt ist hier Überleben angesagt. Ich bin jetzt nach Bispingen und jetzt kommen sie
längeren, steileren Bergan-Passagen, die werde ich jetzt einfach gehen. Und dann gerade und bergab rennen und dann mal gucken, dass ich wieder in den Rhythmus komme. Jetzt sind so 43 Kilometer um. Habe jetzt 4 Stunden 23. So, jetzt haben wir ungefähr einen Marathon. Na, fast die Hälfte. Und dann geht's weiter. Ein bisschen Wasser auffüllen. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich bräuchte ein bisschen Wasser, bitte. Das Klar. nehme ich mir gleich. So, Wasser ist wichtig. Habe ich schon gesagt, dass es warm ist? Das ist so ein bisschen der erste Berg runter. Und hier ist der See. Man würde am liebsten reinspringen. Ich bin jetzt bei knapp 47 Kilometer. 5 Stunden 18. Kilometer 51. Und ich bin am Walken. Es geht hier hoch. Und hier rennt gerade gar keiner mehr. Ganz schön warm. Also, ich muss so langsam mal mit dem Rhythmus finden, sonst wird es schwer. Aber ich wusste ja bis Kilometer 55 bis hoch zu dem Wilzener Berg wird es ja zäh und dann hoffe ich, dass wir wieder irgendwie sowas wie Laufrhythmus entwickeln. So, bei diesem windigen langen Stück haben wir jetzt die Hälfte weg. Beine sind schon ganz schön kaputt. Es ist ziemlich windig, aber am Rückweg haben wir Rückenwind. Und jetzt kommt das Juwel der Strecke. Jetzt geht es irgendwie gleich hoch. Giftiges Stück. Jetzt sind wir gleich, also ich bin jetzt gleich oben, fast Kilometer 55. Und ja, also Überleben ist jetzt angesagt. Mega warm, der Puls, keine Ahnung wo oben. Jetzt geht's von Verpflegungspunkt zu Verpflegungspunkt und einfach ankommen. Das war keine Teilnehmer. Wir waren gerade bei 53 Kilometer und ich denke, das war der letzte Stich nach oben. Bei 56 wartet Sebastian. Ja, ich bin platt. Habe ich gesagt, dass es warm ist. Und Kopfsteinpflaster. Wow, 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 wow. Aber hier gibt es auch einen Weg an der Seite. Von wegen, das war der letzte Stich. Jetzt sind wir da. Schaut mal. Da kommen wir. Da müssen wir. Nur noch ein Marathon. Nur noch Marathon. Also, haben wir schon gesagt, es ist warm. Es gibt Phasen im Rennen, die fühlen sich einfach kacke an. Wie jetzt zum Beispiel. Ungefähr 37 Kilometer bis zum Ziel. Man fühlt sich platt, aber ja, man nimmt ein Bein vors andere und dann geht es ganz einfach weiter. Die Sonne knallt, aber irgendwann geht es dann wahrscheinlich wieder besser. Ich weiß noch nicht wann. Gucken wir mal. Da ist er. Man muss sich mal überlegen. 7 Stunden 46 habe ich Sahne jetzt nicht gesehen. Und dann treffe ich ihn hier auf so einer Kreuzung wieder. Unglaublich. 7 Stunden 47. Ah, na, großer. Oh, Da ist es eigentlich. alter Verwalter, was? Ganz schön warm. Habe ich das schon gesagt? Ich habe es ein paar Mal gesagt. Schon, willst du auch noch mal sagen? Es ist ganz schön warm. Aha. Und wie man sieht, Kopfsteinpflaster. Ich meine, muss man von oben gucken natürlich. Wir haben beschlossen, dass ich weiterlaufe, weil wenn man einmal anfängt zu laufen und die Beine sind schwer, ja, könnt ihr euch vorstellen, was passiert. Kommt man in einen unangenehmen Trott. So, in diesem Moment habe ich meinen längsten gelaufenen Abstand. 74,5. Das ist länger als der Rennsteiglauf. Aber irgendwie fühle ich mich viel platter als beim Rennsteig. Ja, weil ich durch die Hitze vielleicht noch ein bisschen langsamer angehen soll. Die Strecke beläuft sich noch auf 20 Kilometer. 20, 2, 0.
kaputt, aber die anderen auch. Von daher müssen wir durch. Dreckige Füße habe ich auch. Nachdem ich jetzt bei der Verpflegungsstelle war, habe ich auch eine Cola getrunken. Die hat auch ihren Platz im Ernährungsplan. Und weil ich die Cola jetzt ein bisschen mehr Energie habe, will ich ein bisschen was erzählen über die Herangehensweise der Ernährung. Ich habe dieses Jahr einen kleinen Zettel gemacht, laminiert, wo dann, ich weiß nicht, ob man sehen kann, wo dann alle 25 Minuten draufsteht, was ich zu nehmen habe. Weil nach einer Weile funktioniert das Gedächtnis nicht so gut oder das Gehirn mehr. Und dann ist das ganz gut, wenn man das ablesen kann. Und jetzt sind es noch 14 Kilometer. Ich hoffe, es bleibt noch ein bisschen durch diesen wunderschönen Wald. So. Oh, ich bin platt. Nach Kilometer 50 war ich so breit. Und musste ganz viel gehen. Hab Krämpfe bekommen ohne Ende. Und ja, jetzt haben wir gleich 85 Kilometer weg. Und 10 Stunden 5 sind es jetzt. 2,5 Stunden brauche ich noch. Aber durch das Training jetzt, sind die Krämpfe verschwunden, das ist gut. Ich habe mich gut versorgt, wieder aufgepäppelt. Und jetzt geht es den letzten Anstieg hoch. Und dann hoffe ich, dass ich gut die letzten 10 Kilometer durchlaufen kann. Da steht Lüneburg 10 Kilometer. Und das ist auch ungefähr, wie viel es ist, glaube. Vielleicht weniger, hoffe ich mal. Guck, das ist mein Schatten. Ist auch noch frisch. Das heißt ja auch noch. Kilometer 89, noch 11 Kilometer. Ich bin jetzt gleich oben am letzten Berg, auf dem letzten Berg. Da hinten ist oben. Ich hoffe, dass ich laufen kann, dass die Krämpfe mich in Ruhe lassen. Ich denke mal, ich habe mich gut versorgt, muss da passen. Der letzte Part. Letzten 5 Kilometer. Und mal sehen, ob ich schaffe, durchzulaufen. Okay. 5. Was soll ich sagen? Die Hitze hat es echt schwer gemacht. Aber die Erfahrung, ins Ziel, ersten 100 reinzulaufen, konnte sie mir nicht nehmen. Also jetzt genießen. Und da ist das Ziel. Alles Gute, super, dass du durchgehalten hast. Toll. Letzten 250 Meter. Los geht's. Wer kommt denn da? Wer kommt denn da? Sauber! Dass du das so lange durchgehalten hast. Alles Gute. Fängst du an? Ja, hier, meine Medaille. Das ist meine Medaille. Wir haben es geschafft. Tag danach. Das erste, was mir einfällt, ist Hitzeschlacht. 102 Starter, 33 nicht gefinisht. Also insgesamt, glaube ich, 69 sind angekommen. Wir haben gestern mal die Platzierung gecheckt. Matthias ist 27. geworden. Mit 2 Stunden und wir haben den Spickzettel. Ne? Nee, 12 Stunden. 12 Stunden 9. 12 Stunden 9. Und ich bin 21. geworden mit 11 Stunden 40. Genau, und so üblicher halbe Stunde Respektabstand. Obwohl ich es eigentlich anders geplant hatte. Ich bin ja relativ flott angegangen. Was heißt flott angegangen? Immer so knapp unter 6 Minuten. Ich habe es mir schon zugetraut, die 10-Stunden-Marke anzugehen. Aber so nach der Marathon-Distanz musste ich davon dann Abstand nehmen. Das hat man ja auch im Video gleich dann, wird man dann sehen. Und wir haben ja ein paar Mal erwähnt, dass es warm war. Ja, ziemlich.
Dafür hatten wir von der Ausrüstung her einen Schwamm mit. Das möchte man gleich mal erwähnen. Der hat uns sehr geholfen. Schwamm, jede Versorgungsstelle ein bisschen Wasser drauf. Ja, Und dann konnte man immer schön das Gesicht freimachen, Arme. Also ich glaube, das war auch mein absolutes Lieblingsutensil. Ja, das hat gut funktioniert. Was haben wir hier noch draufstehen? Ja, meine Strategie war im Grunde locker anlaufen, also locker soweit es ging und gucken, wie der Puls reagiert. Und das ging bis 5 Kilometer 75 sehr gut, aber ich habe ungefähr bei 50 überzockt und dann musste ich dann die letzten 25 auch anfangen zu kämpfen. Die Energie war halt weg. Wenn es um Energie geht, unsere Versorgungsstrategie gestern, wir hatten Versorgung von der Marke Trail Butter, wir hatten von Spring Energy und von Ultra Sports den Beatster dabei. Wie ist es dir damit ergangen? Also ich hatte die erste Hälfte, doch war das okay, und dann konnte ich das Zeug nicht mehr sehen. Das war zu viel an Gels. Mir kam es auch hoch. Ja. Und zu begeben, aber ich habe es nicht mehr essen können, habe dann die Pausen verlängert zwischen den Gels und angefangen dann auch Sachen aus der Station, dann aus den Verpflegungspunkten zu nehmen. Und genau, ich glaube, das ist die größte Diskussion fürs nächste Mal. Ja, und was wir daraus gelernt haben im Grunde bei so einem langen Rennen, unser erster Hunderter, ne, bei so einem echt langen Rennen und auch vielleicht noch mit Wärme, dass man doch auf Abwechslung setzen sollte. Und in dem Fall, bei mir war das so, nach ungefähr 7 Stunden habe ich auch ein bisschen Probleme mit dem Beatster bekommen. Und die Trail Butter, wenn die Energie einmal weg ist und bei so einer Wärme, ja, die haben wir beide gar nicht mehr runtergekriegt. Wahrscheinlich, wenn man langsam, wirklich sehr, sehr niedrige Intensität dreht, dann sollte das funktionieren, aber in dem Fall... Man sollte auch erwähnen, dass wir gestern Support hatten, der uns auch versorgt hat mit den Gels und allem. Das hatten wir gestern schon sehen lassen, genau. Ja, und es würde ja unter normalen Umständen nicht funktionieren. Ja, das stimmt. Dass wir genügend Gels mitnehmen. Wie viel wären es gewesen? Ich hätte 24 Gels schleppen müssen. Ja, irgend sowas. Man kann natürlich 50-50 bei vielen großen Veranstaltungen kann man natürlich irgendwas reingeben, aber es steht eine ganze Menge. Die Erfahrung, die wir gemacht haben im Grunde, ist Abwechslung und wahrscheinlich auch gucken, dass man mit den Produkten, die der Veranstalter anbietet, auch in See geht halt, ne? Absolut. Also was mir gut geklappt hat, wo ich auch sehr zufrieden mit bin, ist meine Taktik oder mein Durchhalten, meine Motivation anzupassen. Nachdem ich von den 10 Stunden hier Abstand nehmen musste, kam da auch erstmal Krämpfe, gehen, Puls runterkriegen. Das hat ja auch 2,5 Stunden gedauert, bis sich der Organismus wieder eingespielt hat und man wieder von Laufen reden konnte. Und das Ziel anzupassen, die Motivation nicht zu verlieren, dran zu bleiben, nicht irgendwie sich hinzusetzen, sondern immer stehen, immer weiter, auch bei den Versorgungsstellen, da sich einreißen zu lassen. Das hat gut geklappt. Also mental war das super. Und ja. Was sehr geholfen hat am Ende, die letzten 2-3 Stunden ernährungstechnisch, war die Cola unterwegs. Gibt dir Energie für eine kurze Zeit, aber die ist dann natürlich schnell wieder weg. Aber es hilft auf jeden Fall. Ja, für mich war auch die Cola so der Ersatz von Beatster. Ja. Und dann eben halt Cola und Wasser. Und es tat mir auch richtig gut. Hätte ich nicht gedacht. Ich möchte ganz kurz mich nochmal bei Basti bedanken und zum Support. Alle beide natürlich. Und Komm mal rum, Stefanie Basti. für die ganz tolle Nachsorge. Ja. Danke, Basti. Ich stehe jetzt nicht auf. Es war fantastisch. 2 Ultras. Beste Coach ever.